Camilla und Linus wollen nun eigene Filmaufnahmen machen. Bevor sie sich auf den Weg zu ihrem Motiv begeben, checken sie ihr Material. Haben sie an alles gedacht? Kamera, Stativ mit Stativplatte, Kopfhörer, Mikrofon, entweder ein Anstecker, ein Reportermikrofon oder ein Richtmikrofon, eventuell mit Korb oder Angel, Tonkabel, Reflektor und/oder Videolicht. Für schlechtes Wetter am besten einen Regenschirm. Für die Kamera. In einer sogenannten Shotlist haben sich die beiden notiert, welche Bilder sie, passend zum Thema, am Drehort aufnehmen wollen. Im Eifer des Gefechts vergisst man nämlich schnell mal was und dann ärgert man sich nachher. In unserem Beispiel bedeutet das Planetarium aus verschiedenen Perspektiven, also von vorn, von der Seite, aus der Nähe, von weiter weg mit dem Stadtpark als direkter Umgebung, den Eingangsbereich des Planetariums, vielleicht ein Schild, interessante Details. Wenn möglich ein Straßenschild, um die Adresse im Bild zu zeigen. Außerdem wollen die beiden eine Anmoderation drehen, sich also selbst vor dem Planetarium aufnehmen. Vor Ort packen Linus und Camilla ihr Kameraequipment aus. Die Kamera nutzen sie immer auf einem Stativ, denn aus der Hand gefilmt werden Aufnahmen schnell sehr unruhig und wackelig. Sie achten auch darauf, dass die Aufnahmen nicht zu dunkel geraten und dass sie möglichst nicht gegen das Sonnenlicht bzw. mit Gegenlicht filmen. Das Licht sollte idealerweise auf das Motiv fallen und wenn die Sonne nicht ausreichend oder gar nicht scheint, kann man sich auch mit einer Videolampe behelfen oder einem Reflektor, um das Licht umzuleiten. Auch wenn die beiden nur Außenaufnahmen vom Planetarium und dem Stadtpark machen, nehmen sie den Ton mit einem externen Mikrofon auf. Vielleicht zwitschert ja gerade ein Vogel oder man hört die Spaziergänger gehen. Später für den Schnitt ist es immer gut, störungsfreien Originalton mit aufgenommen zu haben. Darum, wenn die Kamera läuft, immer schön still sein und die Handys ausschalten. Für einen 5-minütigen Film braucht man etliche Bilder. Je mehr unterschiedliche Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven Camilla und Linus von dem Planetarium machen, desto öfter können sie im Film etwas davon zeigen, ohne sich zu wiederholen. Das macht es für den Zuschauer interessant, weil ihm immer wieder ein neuer Einblick auf ein an sich gleichbleibendes Objekt geboten wird. Achtet darauf, neben Totalen, wo man alles im Bild sieht, auch mal Großaufnahmen von Details zu machen, von Schildern, Skulpturen oder anderen sehenswerten Dingen. Es gibt verschiedene Kameraführungen, derer sich Camilla und Linus bedienen können. Dabei gilt es jeweils Folgendes zu beachten. Stehende Aufnahme. Die Kamera bewegt sich nicht, vielleicht passiert aber etwas im Bild. Zum Beispiel wird es von einem Spaziergänger oder Fahrradfahrer durchkreuzt. Das stehende Bild sollte mindestens 6 Sekunden lang aufgenommen werden. Falls ihr in eurem Drehbuch bereits vermerkt habt, an welcher Stelle dieses Bild gezeigt werden soll, wisst ihr sogar sehr genau, wie lange diese Aufnahme sein müsste, bzw. wie viele unterschiedliche Aufnahmen ihr benötigt, um euren Text zu bebildern, je nachdem wie lang dieser ist. Schaltet die Kamera auf keinen Fall zu spät an oder zu früh ab. Bevor oder nachdem eine Aktion stattfindet, wartet immer mindestens 2 Sekunden. Ein Kameraschwenk von links nach rechts oder umgekehrt. Beim Schwenken gibt es eine ganze Menge zu beachten. Zunächst einmal muss man einen Schwenk vorher einmal proben, ohne ihn aufzunehmen. Denn man braucht ein schönes Bild für den Start und ebenso ein schönes bzw. sinnvolles Bild für das Ende des Schwenks. Damit Camilla nicht während des Schwenks vom eigenen Bildausschnitt überrascht wird, muss der Schwenk also vorher einmal geübt werden. So weiß sie, wo sie die Kamera langsam ausbremsen muss, um auf dem vorher bestimmten Schlussbild zu verweilen. Der Schwenk selbst sollte natürlich gleichmäßig sein und nicht suchend oder verwackelt wirken. Und noch ein Tipp: In den meisten Fällen weiß man nicht, wie lange der Schwenk später im Film zu sehen sein soll. Je besser ihr geplant habt, desto mehr wisst ihr natürlich darüber, aber es empfiehlt sich sowohl eine langsame als auch eine schnelle, kurze Variante zu drehen. Außerdem lasst ihr sowohl das Startbild als auch das Schlussbild mindestens 6 Sekunden stehen. Dann habt ihr pro Aufnahme auch noch 2 passable Standbilder dazu gewonnen. Beim Zoom gelten die gleichen Regeln wie beim Schwenk. Also Proben, Start- und Endbildausschnitt suchen und beide Bilder mindestens 6 Sekunden stehen lassen. Ein Herauszoomen ist in der Regel spannender als ein Hineinzoomen, weil beim Hineinzoomen selten neue Eindrücke entstehen. Der Bildausschnitt wird lediglich verkleinert. Natürlich kann man auch schwenken und gleichzeitig zoomen, aber davon ist sehr abzuraten, weil es äußerst schwierig ist und selten gut gelingt. Fazit: Schwenks und Zooms sind toll, allerdings sollten beide nur gebraucht werden, wenn es Sinn ergibt.
Der Effekt verliert nämlich schnell an Reiz und für den Zuschauer ist unter Umständen eine Schnittfolge von 3 schönen, stehenden Aufnahmen spannender als eine bewegte Kamera. Bei manchen Bildkompositionen kann der goldene Schnitt ganz hilfreich sein. Der goldene Schnitt ist nichts anderes als eine Gliederung des Bildes in einem bestimmten Teilungsverhältnis, das von uns Menschen als harmonisch empfunden wird. Diese Bildaufteilung, 1/3 zu 2/3, wird auch oft in den Kameras als Raster angezeigt. Werden nun an diesen Achsen bildwichtige Elemente platziert, erscheint der Bildaufbau ausgewogen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht auch mal ein Objekt oder eine Person mittig ins Bild setzen kann. Das könnt ihr von Fall zu Fall selbst entscheiden. Camilla und Linus wollen für den Anfang ihrer Reportage auch noch eine Anmoderation machen, in der sie erzählen, worum es in ihrem Film gehen soll und was die Zuschauer erwartet. Weil beide vor der Kamera stehen wollen, müssen sie ihre Ansage vorher auswendig lernen und ein bisschen üben. Die Anmoderation machen sie mit einem Reportermikrofon in die Kamera, um den Zuschauer direkt anzusprechen. Camilla und Linus haben jetzt viele sehr unterschiedliche Aufnahmen vom Planetarium gemacht und gehen zufrieden nach Hause, um das Material am Computer zu montieren.